So, hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Ich bin auf Expedition gewesen, auf der Suche nach dem perfekten Reisemobil für wunderschöne Herbsttage, so wie das heute der Fall ist. Und auf eine meiner letzten Expeditionen haben mich zu der Firma Westfalia geführt. Eine Firma, die weit weg von Stove im wunderschönen, oder vielleicht auch nicht, Gotha liegt. Und dort habe ich für euch dieses Expeditionsobjekt aufgetrieben. Ein Westfalia Columbus 540. Warum ist der schön? Weil er toll ausgebaut ist, weil er eine tolle Ausstattung hat, weil er viele Besonderheiten hat, die im Kastenwagensegment niemand anders hat. Und dieser eine ist besonders attraktiv, weil ich ihn, wie bei den letzten Videos auch schon, in einem großen Paket zusammengefunden habe mit vielen anderen seiner Gattung. Und was dieses Auto besonders macht, zeige ich euch im heutigen Video zu diesem Columbus 540D. Also, lasst uns das anschauen, ob der für euch passt. So, und das war auch schon der Anteil herkömmlicher Werbung, der in diesem Video stattfinden wird. Von jetzt an wenden wir uns wieder unserem seriösen Tagesgeschäft zu und zeigen euch ein tolles Auto. Wie ihr vielleicht in den letzten Wochen gemerkt habt, unter der Woche versuchen wir euch so ein bisschen die Autos zu zeigen, die auch direkt zur Verfügung stehen. Am Wochenende sind es eher so allgemeine Produktvideos. Ich hoffe, das ist von der Taktung für euch in Ordnung. Und es ist momentan ein bisschen Westfalia-lastig, weil ich halt relativ viel Westfalia für uns zusammengesucht habe, weil ich die Autos in Summe attraktiv fand. Das heißt, wenn ihr sagt, dieses Auto ist mir zu klein, ich hätte gerne ein längeres, verlinken wir euch ein Video zum Columbus 600e. Wenn ihr sagt, ich hätte gerne Querschläfer, haben wir ein 600D für euch. Der 640er ist schon verkauft, der da war. Dann haben wir noch einen Meridian gehabt, der ist auch schon direkt weg. Und es kommt noch ein Video von diesem wunderschönen Sven Hedin da hinten, wenn der nicht auch die Zeit mich nicht überholt und wir das Auto nicht auch verkaufen, bevor wir überhaupt schaffen, es zu filmen. Heute haben wir hier auf jeden Fall für euch einen Columbus 540 und wie in den letzten Westfalia-Videos ist das so ein bisschen ein Zwidder-Modell. Das ist ein Werksvorführer, der hier allerdings ohne Zulassung ist. Das heißt, wir haben im Prinzip ein ganz neues Auto. Aber wir sind ja ein Fan von Transparenz und Offenheit. Muss halt ganz klar auch dazu sagen, der Wagen ist von Westfalia als Präsentationsfahrzeug genutzt worden. Wir gucken gleich mal, ob er Kilometer oder sowas hat. Glaube ich alles nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ist aber sonst ein nagelneues Auto. Dadurch, dass er als Präsentationsfahrzeug genutzt wurde, ist er halt super attraktiv in der Preisgestaltung. Und ich glaube, dass der Columbus 540, wenn man ein Fahrzeug mit Aufstelldach haben möchte, wenn man ganzjährig unterwegs sein möchte mit der Warmwasser-Fußbodenheizung, wenn man zu viert unterwegs sein möchte, ein ganz, ganz tolles Auto ist, weil er mit einer der schönsten Sitzgruppen, ein 540er ist unterm Strich immer eng, aber für einen 540er einer der schönsten Sitzgruppen, einem der größten Stauräume, einer der besten Sitzbänke, ganz, ganz viele ganz tolle Sachen mit sich bringt und die will ich euch heute so ein bisschen zeigen. Von außen können wir das Thema relativ schnell angehen. Ihr seht, das ist ein Aufstelldach, ihr seht, das Auto ist weiß von außen, wir haben hier die komplett schwarzen Fiat-Felgen, wir haben ein Vor-Facelift-Fahrzeug, das heißt, ach guck mal, hier rum, wir haben hier, sind doch endlich mal beide direkt nebeneinander stehen. Das ist die Fiat-Front, wie sie bisher immer war, die letzten, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahre. Der hat hier den schwarz glänzenden Kühlergrill, die Scheinwerfer haben den schwarzen Rahmen drin, der hat auch diese schwarze Skidplate unten, ist aber ein ganz normaler Fiat Serie 8, 9, die sahen alle von außen so aus. Der 7er letztendlich auch, der hat aber von innen noch ein anderes Cockpit. Mit dem Modellwechsel jetzt in diesem Sommer ist das der neue Kühlergrill. Wenn man von der Seite guckt, kannst du dich mal kurz dahin stellen, bitte. Sind minimale Unterschiede, aber wenn ihr das hier seht, hier läuft das übertrieben gesagt ein bisschen mehr so zu. Wenn ihr euch den Blick merkt und wir die gleiche Perspektive hier einnehmen, hat der so ein bisschen mehr so eine Boxernase bekommen. Sieht ein bisschen mehr aus, als wenn er gegen eine Wand gefahren ist, gehört aber ab Werk so, ist auch richtig. Fällt auch, finde ich, nur in der seitlichen Perspektive auf. Ich denke, ich weiß es nicht genau, dass das was damit zu tun hat, dass es neue Fußgängerschutzbestimmungen oder sowas gibt. Wer das im Detail weiß, darf es mir gerne erklären. Was ich finde ganz schön geworden ist bei den neuen, ist, dass hier so ein Ducato-Schriftzug drin ist. Ansonsten ist aber vieles ehrlicherweise nahezu gleich. Und wenn man sich die Linie von hier quasi an der Motorhaube, alles was Blech, Scheinwerfer und Co. ist hier drüben 1:1 das gleiche. Das heißt, wenn jemand sagen würde, ich möchte unbedingt das Neueste von neuen haben, kann man wahrscheinlich Stoßfänger, Ecken, Kühlergrill kaufen,
tauschen und hätte das aktuelle. Gibt aber nicht wenige Leute, die sagen, ich bin doch froh, dass die Autos noch so aussehen, weil ich persönlich, vielleicht weil das Auge gewöhnter ist, vielleicht weil es wirklich noch ein bisschen gefälliger ist, das schöner finde. Mir geht es jedenfalls immer so, wenn neue Autos kommen, die ersten paar Wochen tue ich mich damit ein bisschen schwerer. Über kurz oder lang gewöhnt man sich dran. Den Columbus 45 gibt es ja theoretisch mit und ohne Aufstelldach. Da das ein Auto ist, was wirklich zur Verfügung steht, hat er natürlich das Aufstelldach hier schon mit drauf. Und das Westfalia Aufstelldach ist tatsächlich so, dass es verhältnismäßig hoch ist. Das heißt, wie zeige ich euch das mal? Hier kann man das so sehen. Der Teil, da ist das Dach dicker als die meisten anderen Aufstelldächer. Und das führt dazu, dass ihr solche Sachen wie die Leiter, wie Bettwäsche und sowas auf dem, also in dem Aufstelldach auch runtergeklappt liegen lassen könnt. Das zweite, kannst du die Kamera mal so halten, dass man das Dach sehen kann, vielleicht von oben. Ich gucke mal, ob ich das hier auf dem Monitor sehen kann. Ihr seht links und rechts, oh, ich habe eine quietschige Stimme heute. Ihr seht links und rechts in dem Dach die nicht die Kederschienen, sondern die Profilschienen. Theoretisch könnte man dafür sogar losgehen und Querträger kaufen und sowas wie ein Stand-Up-Paddleboard oder irgendwas anderes drauf machen. Auf die Aufstelldächer darf immer nicht ganz so viel an Gewicht drauf. Aber um mal ein Surfboard oder irgendwas Längeres, vielleicht ein Kajak zu transportieren, es am Urlaubsort runterzunehmen und dann das Dach hochzuklappen, würde es auf jeden Fall funktionieren. Und hinten rechts das kleine bobbelige Ei. Das ist eine Oyster EasyNet Internetantenne. Das heißt, dieses Fahrzeug hat nahezu alles drin. Sogar schon eine Internetantenne mit dem Router. Da gucken wir gleich mal nachher, wo der Router drin versteckt ist. Das ist eine der neuen Varianten, die es bei Westfalia im kommenden Modelljahr gibt. Es gibt einmal die EasyNet, das ist quasi Router und Internetantenne. Da steckt ihr nur noch eine SIM-Karte rein und dann habt ihr Internet. Dann gibt es das Ganze mit einem Fernseher dazu oder auch mit Fernseher und vollautomatischer Sattanlage. Dann habt ihr so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, wenn wir hier weiter rumgehen, sehen wir einmal, dass er hinten automatische Parksensoren hat. Was auffällt, ist, dass dieser Wagen keine Rückfahrkamera hat. Das ist tatsächlich fast ein bisschen ungewöhnlich bei Westfalia, weil die Autos dort ab Werk die meisten Rückfahrkamera haben. Das liegt hier aber daran, dass das Fahrzeug aktuell auch noch kein Radio drin hat. Das heißt, wir können im Prinzip einbauen, was ihr wollt. In der Regel gehen die Autos bei uns dann mit einem Doppeldienradio mit Wireless CarPlay, Wireless Android Auto. Ich habe eben gerade ein interessantes Gespräch mit einem Kenwood-Vertreter gehabt. Dort gibt es eine sogenannte Cyjik-App, die eine Offline-Navigation in euer Handy integriert. Und das dann im Gesamten auf das Radiodisplay spiegelbar ist. Das heißt, ihr kauft quasi ein Radio ohne Navigation, kauft für 100 € Aufpreis die Navigationssoftware dazu, habt Offline-Karten auf dem Handy, die über CarPlay oder Android Auto ins Radiodisplay gespiegelt werden. Mich würde mal interessieren, wie ihr mit euren Autos unterwegs seid. Nutzt ihr fest eingebaute Navigation? Navigiert ihr mit irgendwelchen Navigations-Apps? Habt ihr ein TomTom oder ein Garmin-Navigationsgerät? Hatte euer Auto vielleicht schon ein originales Radio? Was ist in eurem Auto der Weg, wie es geht? Weil wir so ein bisschen merken, dass es so unterschiedlich ist und mich würde einfach mal interessieren, was die favorisierte Variante unserer Kunden ist. Hier von der anderen Seite haben wir zum einen das Fenster in der Nasszelle, gerade bei Fahrzeugen mit Aufstelldach super wichtig. Haben wir einen Schlüssel in der Tasche oder steckt der? Gut. Damit man da vernünftig Luft bekommt. Und eine Besonderheit, die haben wir im letzten Video tatsächlich auch schon gehabt, deswegen mache ich es jetzt nur einmal ganz kurz auf, von Columbus 540 und Columbus 600e ist, dass ihr hier eine zusätzliche Außenstauklappe habt, die zum einen natürlich Toilettenentsorgung ist, zum anderen aber auch ein Stauraum ist. Und das Charmante ist, dass ihr oben durch die Sitzbank hier auch entladen könnt. Das heißt, ihr könnt entweder das für die Sachen, die ihr mal eben auf die Schnelle braucht, Schläuche, Kabel und solche Sachen, das hier super gut verstauen. Oder wenn man Einkäufe hat, die von außen rein, von oben rausnehmen. AdBlue ist klar, seit Ducato, ich komme mit den Bezeichnungen durcheinander, ich glaube seit Ducato 8 haben die alle AdBlue mit drin. Und ansonsten haben wir eigentlich das Auto von außen schon abgehakt und können uns dann gleich dem Interessanten zuwenden und gucken uns das an. Und da das Aufstelldach, denke ich, eine der Besonderheiten an diesem Auto ist, hole ich mir jetzt als erstes was zu messen und wir klettern mal gemeinsam da oben rein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie groß so ein Aufstelldach ist. Weil die meisten Leute, die Aufstelldach fahren, fahren das in einem
California von VW oder in einem Marco Polo von Mercedes. Und da ist halt alles schmal, alles kurz. Wenn man aber so ein Ducato oder ein Citroën Jumper mit Aufstelldach hat, dann sind das Aufstelldächer, in denen auch solche Kaventsmänner wie ich gut schlafen können. So, ich bin gerade ein bisschen verliebt, weil mir das tatsächlich nicht so bewusst war. So ein Aufstelldach hat ja immer das Problem, dass wenn man alle Luken zu hat, dass es ganz schön dunkel ist. Achtung, Achtung. Zack. Nee, ja, indirekt ist es ja nicht. Ist es eine indirekte Beleuchtung? Nicht wirklich. Eine schöne nennen wir es umlaufende Lampe. Wir haben hier eine umlaufende Lampe. Als wir nämlich einen Columbus mit Aufstelldach hatten, war die Situation so, dass es das nicht gab und wir lediglich hier links und rechts eine Leselampe hatten, mit der man zwar auch in verschiedenen Stufen das machen konnte und zum Lesen war das auch gut, aber um den Raum zu beleuchten, war es echt nicht so schön. Und dazu hatten wir oben keine USB-Steckdose. Jetzt sehe ich gerade, dass wir hier auf der Seite USB-C und Normal-USB haben, auf der gegenüberliegenden Seite auch. Links und rechts die Leselampen und hier, wenn du noch mal nach oben leuchtest, das Ganze auch in dimmbar. Das heißt, von wirklich nur so einer Kindernachtbeleuchtung, dass man sich nicht so einsam fühlt wie so eine Lampe, die man in eine Steckdose steckt zu Hause, bis hin zu, ja, das ist das hellste, zu dem. Und dann wisst ihr, dass ich mit meinen 1,92 ja durchaus ein großer Mensch bin. Und ich fühle mich hier, ich will nicht sagen verloren, aber es ist auf jeden Fall echt viel Raum. Wenn wir hier mal, ich messe mal da bis nach hinten, die genaue Matratze kann ich nicht messen, nur bis zur Außenwand. Da haben wir 2,7 Meter. Die Matratze wird 2 Meter sein. Und hier in der Breite genau das gleiche. Haben wir 1,31, also die Matratze wird 2 Meter mal 1,30 sein. Das ist ein echtes, vollwertiges, schönes Bett, in dem man mit einem Erwachsenen und einem Kind perfekt, aber auch mit 2 Erwachsenen gut schlafen kann. Bei uns war es tatsächlich oft so, dass wir ein Erwachsener, ein Kind unten, ein Erwachsener, ein Kind oben geschlafen haben. Und ich stelle immer wieder fest, wir verkaufen die Fahrzeuge mit Aufstelldächern auch viel an 2 Reisende, die sagen, wir brauchen zwar eigentlich nicht die 4 Betten, aber im Sommer schlafen wir gern draußen, im Winter zwangsläufig natürlich lieber drin. Mal mögen wir das, wenn einer ein bisschen mehr schnarcht als der andere, dass ein bisschen räumliche Trennung da ist. Einer will deutlich länger lesen, man fährt mal mit Freunden. Es gibt so viele Doppel- und Dreifachnutzen, dass ich denke, so ein Auto hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, auch wenn man nur zu zweit unterwegs ist oder manchmal eben zu zweit und dann nehmt ihr mal ein Enkelkind mit oder verleiht so ein Fahrzeug an eure Kinder, wollt aber selber ein schön kompaktes Auto. Also da kann man schon das Aufstelldach für sich ganz gut argumentieren. Und wenn man sagt, das möchte ich alles nicht, dann wie gesagt, einen Wunsch Columbus zu konfigurieren, ist sicher auch kein Thema. Dann sieht er untenrum genauso aus, hat aber anstelle des Aufstelldaches vorne eine zusätzliche Dachhaube und hinten noch eine zweite. Das ist eine Kaltschaummatratze. In der Kaltschaummatratze ist noch ein Lattenrost integriert. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja nicht der leichteste. Ich hatte für mich, als ich oben geschlafen habe, noch einen ganz dünnen Topper mit drauf, weil ich das noch angenehmer fand. Aber wenn du hier mal auf die Stärke der Matratze filmst, das ist trotzdem für ein Dachbett eine richtig dicke, gute Matratze. Und die meisten Leute, die nicht so eine Plauze vor sich hertragen, können hier auch wunderbar ohne schlafen. So, wenn wir jetzt geklärt haben, dass ihr hier oben gut schlafen könnt, dann klappen wir das Bett mal runter und ich zeige euch nochmal, wie groß der Abstand hier oben wirklich ist, damit ihr eine Idee dazu bekommt, wie eng das bei den anderen teilweise ist und wisst, wie ich das meine mit dem Stauraum, der sich hier oben noch zusätzlich zum Beispiel für die Leiter bildet. Das, was ich meine, ist nämlich, dass wir jetzt hier auf der Matratze noch so gute, keine Ahnung, was sind das, 6, 7 cm Raum haben, so dass hier sogar die Leiter schon noch drauf liegt und immer noch hin und her rutscht, also sie ist nicht mal gequetscht. Alternativ könnte man, also die Leiter hat uns immer am meisten gestört, deswegen haben wir die drauf gelassen. Alternativ könnte man natürlich aber auch, Westfalia bietet ja so ein ISO-Set an für das Aufstelldach, das flach oben drauf legen oder einfach eine Decke flach ausgebreitet dahinlegen. Nur mit der Leiter bleibt es halt dabei, dass trotzdem noch ein bisschen Luft zirkuliert, was sicherlich auch eine total sinnvolle Variante ist. Also kurz zusammengefasst, wirklich ein tolles Aufstelldach, was da ist. Eigentlich genauso wie der Rest hier unten drunter. Wenn wir uns schon auf den ersten Blick umgucken, wir haben überall die indirekte Beleuchtung umlaufen. Das habe ich ja in so vielen Videos jetzt schon gezeigt. Ihr könnt die ganze indirekte Beleuchtung dimmen und ihr könnt sie in der Farbnuance ändern. Also von warmweiß zu kaltweiß, von fast blau zu fast gelb. Und dazu finde ich den Columbus insgesamt ein extrem
aufgeräumtes Fahrzeug, in dem man sich wirklich wohlfühlt. Ein 45er ist unterm Strich, gerade wenn er ein festes Heckbett hat, immer ein enges Auto. Aber es ist unterm Strich hier wirklich schön umgesetzt. Einmal habt ihr trotz der kleinen Abmessung des Autos hier vorne eine schöne Arbeitsfläche mit dem darunter liegenden Kühlschrank als Kompressorkühlschrank, weil Westfalia ja konsequent auf Kompressorkühlschrank, Dieselheizung und eine möglichst große Unabhängigkeit setzt. Für mich zum Beispiel wäre es sinnvoll, dieses Fahrzeug zusätzlich mit einer Solaranlage auszustatten. Und zum anderen daneben dann das Kochfeld mit dem Zweiflammenkocher und das Waschbecken, was sicherlich auch für alles, was man in so einem Nudeln mit Soße, Familienkochtopf wunderbar verknusen kann, dass man sich da gut versorgt. Eine schräge Lösung aller neuen Westfalia ist unsere neue Besteckschublade, wo wir immer noch auf die ersten, wir liefern ja jetzt die ersten Autos aus. Ich denke, das ist schön für Besteck, für Kleinkram, weil das ja auch von innen und hier drüben von außen dieselbe Schublade zu benutzen ist. Das denke ich ist super praktisch, aber ich denke, man wird nicht drum herum kommen, hier eine zweite Schublade zu haben, in der so ein bisschen Besteck, zusätzlich große Messer oder sowas drin wären. Da wäre es schön, wenn hier noch eine zweite kleine Schublade drin wäre, so wie man das in einigen schönen Küchen hat, dass man einfach für Messer, die länger sind, noch einen guten Raum hat. Die beiden Schubladen sind gleich groß und dann haben wir hier meinen Lieblingsschrank mit 3 so Gitterkörben. Und ihr unterschätzt, was so ein Korb in so einem Schrank macht. In den alten Fahrzeugen hatten wir hier immer einfach nur einen Schrank. Und den kann man natürlich auch vollpacken und da kann man sich auch selber Gedanken machen. Aber wenn so ein Korb ab Werk da ist, hat man halt viel mehr Möglichkeiten, die Sachen schön zusammenzupacken. Ganz praktisch gelöst haben wir hier ein paar kleine Ablagen. Lichtschalter ohne Ende. Mal gucken, was hier ausgeht. Einmal die indirekte Beleuchtung da. Einmal die Lampe über der Küche. Ah, hier, achso, und die beiden sind im Badezimmer, die indirekte Beleuchtung. Und was haben wir hier noch? Drin. Ah. Ja, Lichtschalter ohne Ende. Überall geht was an und aus. Und was Westfalia immer wieder schön macht, ist, dass wir viele Steckdosen haben. Hier einmal 230 Volt und einmal USB-C und USB. Hier das alleine jetzt schon, ohne dass wir, guck mal, da ist die nächste USB-C und USB-Steckdose. Drüben auf der anderen Seite nochmal. Das heißt, alleine jetzt hier haben wir oben schon zweimal USB-C und zweimal normal. Hier dreimal USB-C und dreimal normal. 230 Volt hier, ich glaube 230 Volt nochmal unterm Bett und in der Sitzgruppe da nochmal 230 Volt und USB-C und USB. Also wirklich ohne Ende Steckdosen. Da müssen wir bei allen anderen Herstellern relativ viel Geld extra für mitbezahlen. Ein 45er hat nie ein riesengroßes Bett. So ist es hier natürlich auch. Aber fair gemessen haben wir hier 1,33. Prospekt optimiert gemessen. Ihr seht, kann man sehen, wo der Laserpunkt hin zeigt. 1,38 wäre so eine Werkszahl. Ich denke 1,32, 1,33 habt ihr hier im breiteren Teil. Und da drüben, wo es ein bisschen schmaler wird, ist das Bett dann eher knapp unter 1,20. In der Länge ist es wie bei allen anderen Autos 1,95 ungefähr. Das, was Westfalia dort immer ganz konsequent macht, ist, dass an Kopf- und Fußende keine Fenster sind, um die Liegelänge zu optimieren. Und dafür habt ihr dann die beiden Fenster an der Seite, die hier S7 Rahmenfenster sind. Das heißt mit dem ganz schlanken Aluminiumrahmen von außen. Und um noch so ein bisschen mehr für wahrscheinlich Zeitungen, Bücher, Brillen, Ablagen zu schaffen, zieht man hier dieses Element ein bisschen weiter damit rein, um noch eine Ablage am Kopfende vom Bett zu haben. Schränke sind alles Push-to-Open-Schränke. Was hier, irgendwo muss hier, genau, hier ist ein Router mit um die Ecke, das ist der Oyster EasyNet. Das heißt, da haben wir einen ganz normalen, vernünftigen, schönen Router, wo wirklich einfach nur noch die SIM-Karte reingesteckt werden muss. Und seit dem Modelljahreswechsel, also von innen ist das ja quasi schon der Möbelbau des Modelljahres 2025, haben wir hinten quer auch die Schränke. Das hatten die alten Columbus 45 ja leider noch nicht von Anfang an. So, haben wir ganz viel gesehen. Gucken wir noch kurz in die Nasszelle. Sehen wir auch dort Einlegeboden in der Dusche. Oben die beiden großen Spiegelschränke, 2 große LED-Leuchten, das Fenster in der Nasszelle und eine Toilette. Alles, was das Herz begehrt. Ich brauche mich da, glaube ich, nicht draufsetzen.
Das passt auf jeden Fall hervorragend. Wo ich mich hingegen draufsetzen möchte, ist einmal hier auf die Sitzgruppe. Und dafür tauschen wir jetzt einmal Plätze. Dann suche ich mir nämlich den Chefplatz hier im Auto persönlich aus. Die Sitzgruppe in so einem 540er ist wie das Heckbett natürlich auch ein bisschen kleiner, weil man einfach insgesamt 60 cm weniger Außenlänge hat. Aber ich finde, dass Westfalia hier einen sehr, sehr ausgewogenen Kompromiss geschaffen hat zwischen Größe der Sitzgruppe, Sitzkomfort, Sitzen hier vorne, dass das so aufgepolsterte Sitze sind. Der Stoff hier heißt übrigens Polsterstoff Roseland, falls euch das gefällt und ihr den genauso haben wollt. Und diese Ausgewogenheit zwischen, ich kann mich in der Nasszelle bewegen, das Bett ist groß genug und die Sitzgruppe funktioniert auch für 4. Wenn man möchte, weil der hier auch den Schwenktisch mit drin hat, ist das einfach schon eine richtig schöne Sache. Die Sitzbank hat hier die sogenannte Lounge-Funktion. Das heißt, man kann die Sitzbank in der Neigung hinten verstellen. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr ein bisschen mehr Beinfreiheit haben wollt und ein bisschen wegrutscht, dafür steiler sitzt, oder ob ihr es gemütlicher haben wollt und dafür aber mit den Beinen ein bisschen näher zusammensitzt. Meistens sind in 540ern ja eher 2 oder 3 Leute unterwegs. Ich habe hier die Ausstattungsliste vor mir. Die meisten Sachen haben wir schon gesagt, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr auf alles im Detail ein. Was wir noch nicht, habt ihr zwar gesehen, haben wir aber nicht drüber gesprochen, eine Markise ist schon mit dran. Wir haben das Columbus Premium Paket mit drin, das heißt, wir haben eine Außendusche, wir haben die Warmwasser-Fußbodenheizung, wir haben eine Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, das Winterpaket, das ist ein zusätzlicher Heizkörper hier vorne, eine Isolierung für die Hecktüren, zusätzliche Isolierung in den Schiebetüren und in den Aufbautüren, also so ein relativ gutes Rundum-Sorglos-Paket. Dadurch, dass wir die neue Bordelektrik haben, das erkennt ihr an diesem Möbelbau, hat der Wagen die sogenannte Plugtronic mit drin. Das heißt, ihr könnt die Dieselheizung nicht nur mit Diesel befeuern, sondern auch, wenn ihr an Netzstrom dranhängt, mit 230 Volt heizen. Was wir nicht draußen geguckt haben, wir haben echte Ganzjahresreifen mit M&S und Schneeflockensymbol. Elektrisch anklappbare Außenspiegel, genau, die sind auch da. Eine Lenkradfernbedienung, eine elektrische Handbremse und ich glaube, alles andere haben wir gesehen. Genau, und dann, was sowieso bei jedem Columbus im Serienumfang drin ist, ist das sogenannte Columbus Plus Paket, was diese ganzen LED-Beleuchtungen, Dimmfunktionen, all sowas mit drin hat. In der Summe der Listenpreise haben wir also so einen Listenpreis von knapp 82.000 Euro. Für wie viel Euro dieses Fahrzeug inseriert ist, findet ihr selber heraus, wenn ihr auf den Link unten in der Videobeschreibung klickt. Da findet ihr auch noch ein paar Bilder zu dem Fahrzeug. Dort ist das alles bei mobile.de nochmal mit Bildern und im Detail verlinkt. So, haben wir alles gesehen? Haben wir alles gesehen? Dann habe ich vorhin so angegeben, dass der 540er einen der größten Heckstauräume hat. Das haben nämlich alle Columbus und deswegen sollten wir den jetzt nochmal vermessen. Und dann könnt ihr nämlich bei eurem Auto, was ihr jetzt fahrt, mal die Gegenprobe machen und euch überlegen, ob das ein Fahrzeugwechsel vielleicht wert wäre oder nicht. Weil dieses Fahrzeug tatsächlich sehr, sehr viel Stauraum hinten hat. Durch dieses konsequente Auslegen von Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank und Co. braucht man halt wenig Gas. Und deswegen hat sich Westfalia entschieden, nicht einen großen Gaskasten für 2x11 Kilo zu machen, sondern einen für eine kleine Gasflasche. Zusätzlich haben wir einen Frischwassertank, der perfekt an den Radlauf angepasst ist. Der ist auch sehr wenig Raum verschenkt. Und dadurch generieren wir super viel Platz hinten unterm Bett. Und wie viel das ist, gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und da hat sich meine Herbstmission doch sogar für so einen schönen Herbsttag gelohnt. Vom Anfang. Ich finde, wir haben hier ein schönes Auto gefunden. Und wenn ihr den Preis angeguckt habt, könnt ihr mir wahrscheinlich an der Stelle sogar zustimmen. So, was haben wir hier noch? Wir haben von links nach rechts 1,87 Meter. Hier hinten, wo es ein bisschen kleiner ist, haben wir knappe 64 cm. Und nach oben haben wir 71,1, also 71 cm. Das, was hier halt die große Besonderheit gegenüber vielen anderen Fahrzeugen ist, ist, dass ihr das Bett hochklappen könnt und zum Beispiel auch ein Fahrrad quer reinstellen könnt. Das kann man übrigens mit beiden machen. Also man könnte hier entweder sagen, wenn ich mal allein unterwegs bin, klappe ich eins hoch und habe da ein schmales Bett zum Schlafen. Oder ich klappe beide hoch, schiebe sie quasi an die Nasszellenwand und habe noch mehr Stauraum, wenn man mal das Auto im Alltag für Dinge, wofür es eigentlich nicht gemacht ist, missbrauchen wollen würde. So ein Umzug mit Freunden oder irgendwas in der Richtung. Unten haben wir natürlich punktelastisches Lattenrost unter einer Kaltschaummatratze. Eine Toro-typische kleine Mücke hier mit dabei.
Und insgesamt einen schönen Stauraum. Vorhin hatte ich gesagt, genau, wir haben hier um die Ecke haben wir nochmal 230 Volt und 12 Volt als Steckdose. Aber das reicht dann auch wirklich an Steckdosen. Mehr muss da zum Glück nicht sein. Und der größte Unterschied zu allen anderen Fahrzeugen ist eben, dass die meisten bis hier hinten auf der einen Seite Gaskasten und auf der anderen Seite Frischwassertank haben und dann ihr in der Mitte zwar einen kleinen Tick breiter als hier, aber deutlich weniger Raum habt. Und das ist einfach von der Gestaltung sehr, sehr viel, sehr, sehr schöner. So, das ist ein Columbus 540 mit Aufstelldach. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn nicht, werdet ihr ja schon lange nicht mehr da. Wer Interesse hat, einfach Anzeige bei mobile.de anschauen. Wer sagt, Auto gefällt mir, ich will es aber in einer anderen Farbe, ohne Aufstelldach, was auch immer eure Ausstattung sein soll, kommt gerne auf uns zu. Dann konfigurieren wir gemeinsam euer Wunschfahrzeug und bestellen es genau so, wie ihr es haben wollt. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Alles Gute, bis bald und schöne Grüße aus Stove.